Und deswegen werde ich es jetzt komplett zerlegen. Motor raus, Gabel raus, Räder raus, alles raus. Den Rahmen quasi nackig machen. Dann kann ich hier hinten noch, das kann ich euch zeigen, vielleicht aber ist eigentlich uninteressant, wie ich hier so ein bisschen rumschweiße, dass der Rahmen da hinten wieder schön aussieht. Ich will das jetzt alles zerlegen, weil ich den Rahmen, wenn ich jetzt in den Urlaub fahre, zum Pulverbeschichter gebe, dass wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, es wieder alles fertig ist, dann kann ich das abholen, dann habe ich da keinen Zeitverzug. In den nächsten Videos geht es dann wahrscheinlich schon wieder in Richtung Zusammenbau. Aber jetzt habe ich genug geredet, los geht's. Das habe ich gerade beim Auseinanderbauen entdeckt, dass die Halterung der Zündspule hier gebrochen ist. Auch interessant, habe ich noch nie gesehen. Ist ja kein Problem, kann ich ja wieder schweißen. Ja, ich bin jetzt wieder zurück. Es gab gerade schön Frikadellen Abendessen, deswegen musste ich eine kleine Pause einlegen. Es ist ja auch nicht mehr viel übrig vom Rahmen. Die Spule habe ich ja gerade eben ausgebaut, hat man gesehen, die war gebrochen. Jetzt hole ich den Motor raus. Das sollte eigentlich ganz einfach möglich sein, habe ich ja bei der XT schon gemacht. Und dann werde ich den Rahmen noch weiter zerlegen. Hier diese paar Gummiteile. Ups, ich kann auf der Kamera nicht richtig sehen, wo es ist. Dann hole ich hier noch diese Gummiteile raus, da. Dann werde ich natürlich noch hier das Typenschild abmachen, Lenkradschloss rausbauen und halt diesen ganzen kleinen Mini-Kram. Hier sind noch ein paar Gummiteile, die auch ziemlich im Arsch sind. Die halten die Fußrasten. Und das ist auch wieder so ein schönes Teil, was ich wahrscheinlich aus Kunststoff nachdrehe. Dann ist es ein bisschen stabiler, hat man ein bisschen mehr Feedback auch. Vielleicht rabbelt es einem auch die Füße ab dann durch die Vibration, aber egal. So, gehe ich nochmal auf die Seite. Vor dem Ausbau, ich glaube den Kickstarter lasse ich mal dran, kann ich besser hebeln. Ist soweit eigentlich alles ab. Der ist hier nur hier oben feste, hier unten, zack, zack, zack. Also den baue ich jetzt mal schnell aus. Das Ölsieb sieht eigentlich ziemlich geil aus im Vergleich zur XT. Wenn ihr das ja mal gesehen habt, das Video, da bin ich schon mal sehr positiv eingestimmt, dass dieser Rahmen hier etwas sauberer ist. Aber das sehe ich dann auch. Ich muss den natürlich auch durchspülen. Also, wie sieht es jetzt aus? Als erstes hole ich den Motor raus. Dann mache ich hier noch diesen ganzen Kleinkram ab, der hier dran ist, diese Gummiteile. Die Lagerschalen oben presse ich natürlich auch aus hier im Lenkkopflager. Dann schmeiße ich den Rahmen auf, Hauptständer noch abmachen. Dann schmeiße ich den Rahmen auf den Schweißtisch, schweiße nochmal alle Kleinigkeiten nach. Hier diese Lasche hier und hinten natürlich den Rahmen, das ist am meisten Aufwand. Und bereite den dann fürs Pulvern vor. Hier müssen alle Gewinde natürlich dann hier zugemacht werden. Alle Gewinde müssen in Schrauben rein oder sonstige Passungen, Durchführungen, Bohrungen, keine Ahnung. Ja, und dann kann der Rahmen dann zum Pulverbeschichten endlich. Und dann schaue ich mir auch mal den Motor an, wie der so ist. Aber das kennt ihr alles, folgt in den nächsten Videos. Also jetzt geht es erstmal Scheidung. Ich mache wieder hier Position der Kamera aufs Stativ, damit es weitergeht. Und jetzt ist es wieder soweit, den Motor auszubauen, also die Scheidung zu vollziehen. Danach wird ja wieder neu geheiratet mit einem schöneren Motor. Ist ja alles in Ordnung. Es sind nur noch 2 Bolzen unten drin, die ziehe ich jetzt raus und dann versuche ich das ganze Ding da rauszuhebeln. Ist natürlich wieder alleine etwas doof, aber kriege ich schon hin. Geil ist immer, wenn er runterrutscht und dann die Finger einklemmt. Aber jetzt habe ich ihn raus. Zack. Jetzt schnell auf den Motorständer drauf. So, dann habe ich das wunderschöne Ding jetzt hier auf den Ständer montiert. Der bleibt jetzt erstmal da stehen. Den gucken wir uns in den anderen Videos an. Weiter geht's hier am Rahmen. Schon ein bisschen grindig. Also ich denke mal, ich mache jetzt kurz mal die Kleinigkeiten noch weg. Das ist ja uninteressant. Und dann geht's auf den Schweißtisch. Und dann zeige ich noch ein paar Schweißaufnahmen vielleicht. Und dann den finalen Rahmen, wie er zum Pulvern weggeht. Also hier liegt jetzt der Rahmen auf dem Schweißtisch. Komplett alle Anbauteile sind weg. Hier habe ich noch markiert, wo ich überall schweißen muss. Das mache ich gerne mit dem Kreppband, damit ich das auch nicht übersehe. Ich muss hier ein paar Stellen abflexen. Das sind so Kleinteile, die einfach rausstehen. Hier vorne, das muss ich ja noch nachschweißen. Da ist ja die Halterung von der Zündspule abgerissen. Da sieht man schön, dass es vom Werk aus sogar schlecht geschweißt war. Also es ist einfach nur dran geklebt. Und
Das ist aber kein Problem. Ich schleife das ein bisschen ab und schweiße einfach nach. Aber krass, dass man sowas von Werk aus schon so schlecht schweißt. Da sieht man richtig, da gab es gar keinen Einbrand in das Rohr. Dazu werde ich einfach die Zündspule montieren, damit der Abstand stimmt und das kurz heften und danach nochmal durchschweißen, wenn die Zündspule abgemacht ist. So, dann seht ihr jetzt hier nochmal den fertigen Rahmen. Ich habe mir jetzt gerade vom Schweißtisch runtergeholt. Bei dem Heck sieht man hinten schön, der Übergang ist echt schön geschmeidig flüssig. Man kann hier einzelne Stellen sehen. Unten zum Beispiel habe ich den Hauptständer ja abgeschnitten. Der war nämlich auch eingerissen, leider die Halterung. Deswegen habe ich das abgeschnitten und glatt gemacht alles. Hier oben war ja das Problem mit der Zündspule, dass die Halterung abgebrochen war. Die war ja vom Werk aus schon schlecht festgeschweißt, habe ich nochmal nachgeschweißt. Da habe ich hier hinten noch ein paar kleine Halterungen abgemacht und glatt geschliffen. Hier nochmal schön der Übergang zum Loop. Da habt ihr ja gesehen, ich habe mir Bleche zurechtgeschnitten, habe die dann gebogen und mit dem Hammer bearbeitet, dass die genau da dran passen. Und dann schrittweise angeschweißt und nochmal verschliffen alles, damit das richtig schön geschmeidig weich überläuft. Und jetzt geht der Rahmen so, wie er ist, zum Pulverbeschichten in matt schwarz. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch und abonnieren.